Hello. Welcome to our advanced course on game theory. I'm so happy you signed up. And I've been teaching forensic science here at Nanyang Technological University. Manchmal gibt es Lehrvideos, bei denen, gelinde gesagt, der Comedy-Faktor unfreiwillig höher ist als der Lernfaktor. Denn eine überzeugende digitale Präsenz als sichtbare Sprecherin zu liefern, ist nicht einfach. An Konferenzen zu wissenschaftlichen Videos wird die Frage, wie mache ich als Lehrperson eine gute Performance vor der Kamera, immer wieder thematisiert. Mit Performance der Sprecherin sind hier alle Elemente gemeint, die eine Person in einem Vortrag normalerweise zur Verfügung hat. Die verbale Sprache, aber auch Aspekte der Körperlichkeit, Gesten, Blickinteraktion oder Bewegungsinteraktion im Raum. Im Vergleich dazu ist das Sprechen einer Voice-Over, wie ich das hier gerade tue, eine anders geartete Herausforderung. Meine Performance ist allein von meiner Stimme und den Visualisierungen abhängig. Es ist für den Zuschauer vollkommen egal, wie ich als Voice-Over-Sprecherin meinen Körper positioniere, ob ich im Pyjama am Mikrofon stehe oder ob im Hintergrund meines Aufnahmeraums eine Kuhbild-Fotogalerie hängt. All dies ist scheinbar einfacher. Aber mir fehlen auch Kommunikationskanäle. Ich kann zum Beispiel nicht meine Hände benutzen, um Aussagen zu betonen. Meine Mimik kann nicht Gefühle ausdrücken oder unterstreichen und ich muss deutlicher sprechen, weil man meine Lippen nicht sehen kann. Mein Medium ist anonymer als andere Arten der Performance, denn Zuhörer haben normalerweise weniger oder keine persönliche Verbindung zu einem Voice-Over. Übrigens, hier bin ich in echt. Haben Sie jetzt ein anderes Bild von mir? Studierende bevorzugen es oft, Dozierende zu sehen. Hier ein Kommentar aus einer Umfrage an einer Hochschule. Die Mimik und Gestik der Professoren war für mich immer auch ein wichtiger Punkt beim Lernen. Sie haben mir geholfen zu sehen, was wie wichtig ist und zu verstehen, von welcher Seite aus man ein Thema am besten angeht, wenn man es wirklich verstehen will. Unsere Vorlesungen sind oft herausfordernd und einige haben die Länge eines Spielfilms. Lernende sagen, dass ihnen ohne das Bild des Lehrenden viel fehlt. Das macht das Lernen anstrengender, sagen sie. Und daher macht es auch erschöpfter und müder. Die meisten Lehrenden sind aber keine Hollywood-Stars und Video fühlt sich ungewohnt, unsicher und potenziell peinlich an. It's really amazing. Some people who are terrific communicators in a live situation just can't somehow translate it over to working in front of a camera, and vice versa. And then there are people who start out absolutely petrified of doing work in front of a camera, who very quickly blossom and are kind of amazing. And they sort of discover something inside that allows them to do it that they didn't necessarily know that they possessed. Stellen wir uns die Situation vor. Eine motivierte und im Hörsaal erfahrene Lehrende im Studio. Alles ist vorbereitet, das Set ausgelichtet und die Präsentationsfolien mediengerecht und sinnvoll designt. Ready, set. Und Record-Button ist gedrückt. Doch irgendwas scheint da in der Videoaufnahme der Expertin einfach komisch, irritierend oder vielleicht sogar unauthentisch zu sein. The way that this content is being presented is a really different way, and the faculty may be used to presenting in a very theatrical style, right? They're used to trying to engage an entire room of students, and that may be 20 or 200, and it's very theatrical, big movements, projecting, and the reality is that this space is far more cinematic, right? I mean, we're talking about video, we're talking about media, and so what I often say is, it's no longer the big theatrical gesture, it's now the glint in the eye. And you're really talking to those students one-on-one. Identifizieren wir zunächst Differenzen zum Vorlesungssaal. Die Blickinteraktion und Kommunikation mit dem Publikum fällt in einem digitalen Setup mit Kamera komplett weg. In Umfragen haben Dozierende angegeben, dass es sich anfühlt, als würden sie gegen eine Wand reden. Wie sehr man sich auf das Feedback des Publikums verlässt, wird erst wirklich eindrücklich, wenn man es nicht hat. Man bemerkt nicht, wenn das Publikum verwirrt oder gelangweilt ist, und man geht damit oft am Publikum vorbei. Im Video kann man unbemerkt Fehler machen,
während man im Hörsaal durch das Publikum gerettet wird. Gewisse Unterrichtstechniken oder rhetorische Floskeln funktionieren nur live im Hörsaal, nicht aber im Video. Der Bewegungsspielraum im Studio erlaubt oft nicht die gewohnte körperliche Freiheit für die natürliche Gestensprache. Beispielsweise setzen Vortragende oft gekonnt ihre Körperbewegung zur Aufmerksamkeitsleitung ein oder benutzen bestimmte Gesten, um zum Beispiel auf Punkte auf Präsentationsfolien hinzuweisen. Diese implizit erlernte Zeigefunktion der körperlichen Bewegungen stellt ein klassisches rhetorisches Element dar. Die Gesten besitzen zusätzlich auch eine selbstorientierende Funktion für die Sprecherin. Sie stehen in direkter Relation mit dem Denkprozess und beeinflussen, wie über ein Thema nachgedacht und gesprochen wird. So there are two things. One is that the gesture express information that's not in the speech. The audience would get richer information about the message that speaker wants to convey. So that's a communicative function of the gesture. But also gestures have a function for the gesturers, him or herself. So when you make gesture, your cognitive processes change. The way you actually think about the topic you're talking about changes when you try to express something in the hand. So that would be what I would call self-oriented function. Noch schwieriger wird es, wenn das Studio-Setup ein Zeigen zwar ermöglicht, aber durch technische Restriktionen in eine ungewohnte Form zwingt. Folglich ändern sich damit auch die Gesten, und dies kann direkt Auswirkungen auf den Sprachfluss haben. Das zwar gut gemeinte Feedback zur Performance wie »Versuchen Sie doch etwas gerader zu stehen« oder »Wenn Sie mit den Händen stark gestikulieren, wirkt das etwas nervös« oder »Bitte nicht über den weißen Strich hinaustreten, sonst sind Sie nicht mehr im Fokus«, führt dazu, dass die Sprecherin plötzlich einen Anteil der Aufmerksamkeit auf ihre Mimik, Gesten und Körperhaltung fokussiert. Diese bewusste Konzentration auf die Körpersprache ist im Moment der Aufnahme oft kontraproduktiv, da die Konzentration auf das, was gesagt werden sollte, darunter leiden kann. Folglich kann dadurch eine Unklarheit zwischen den Worten und der Körpersprache, also zwischen dem, was gesagt und dem, was gezeigt wird, entstehen. Und das kann die Glaubwürdigkeit der Sprecherin reduzieren. Es wird schwierig, der Person zuzuhören und dem wissenschaftlichen Inhalt zu folgen. Medientechnik, Studioatmosphäre und das Mediendesign können damit einen erheblichen Einfluss auf die Performance ausüben. Wie also kann diese Situation angenehmer gestaltet werden? I think there are some techniques you can use to help people get over the hump. A sort of a classic thing that I pulled over from documentary film is while one person is setting up all of the technical stuff, which can feel very intimidating to someone, the other person is engaging in conversation, and you obviously want the right person to do that, but they're very friendly and they're very communicative, and they put the person at ease, and then you can just kind of ease that conversation right into the on-camera stuff, rather than saying, okay, and now we're ready to shoot. Everybody, be quiet, shut up, everybody. Make it a big deal. There are also technical kinds of techniques that we've used with some success. There is the Interrotron or the prompter cam, which is basically the technique of projecting someone's face in front of the camera lens and having the person who's speaking speak to a face rather than to a lens. And that's really helpful to a lot of people. Aus der Studiopraxis weiß man, dass bereits das Integrieren von einem einzigen Zuhörer in der Aufnahmesituation, der direkt angesprochen werden kann, enorm hilft. Die Person kann sogar digital projiziert sein und einfach freundlich zunicken. Und obwohl es viele nicht gern hören, je mehr eine Expertin vor einem Live-Publikum auftritt, desto entspannter wird die Person. Meistens. Wissenschaftliche Inhalte in der Lehre zu präsentieren, ist ein Lernprozess. Und viele hatten irgendwann eine Ausbildung, Coaching und Weiterbildungen in diesem Bereich. Das Gleiche gilt auch für die digitale Performance vor der Kamera, nämlich, dass geübt werden kann. Deshalb immer genügend Zeit einplanen und im Nachhinein Feedback einholen. Nach einer gewissen Zeit wird sich auch diese Präsentationsform vor der Kamera so sicher anfühlen wie ein Vortrag in einem großen Vorlesungssaal.